Ein Oktopus trägt Kokosnussschalen über den Meeresboden. Nicht zufällig, nicht aus Panik. Er bereitet sich auf etwas vor, das noch nicht passiert ist. Wenn Gefahr kommt, schließt er die Schalen wie einen tragbaren Bunker. Das ist Vorausplanung, die Fähigkeit, sich eine Zukunft vorzustellen und bewusst dafür zu handeln. Und genau das galt lange als etwas zutiefst Menschliches. Wenn das stimmt, dann ist Intelligenz kein menschliches Privileg. Und das verändert, was wir über Evolution glauben. Denn dieser Organismus ist kein Säugetier, kein Vogel. Er ist ein Weichtier, verwandt mit Muscheln und trotzdem intelligent. Willkommen in einer Welt, die wir nie verstanden haben. Oktopusse schrauben Gläser auf, lösen Rätsel, öffnen Schlösser. Nicht aus Panik, aus Neugier. Sie wurden gefilmt, wie sie auf 2 Armen laufen, wie Landtiere. Muscheln und Steine für Schutz sammeln. Sogar Kameras von Tauchern stehlen. In Neuseeland musste ein Aquarium Bewegungssensoren installieren, weil ein Oktopus immer wieder ausbrach, um Haie zu fressen und morgens zurückkehrte. Aber hier ist das Bizarre. Nach heutigem Forschungsstand entwickelte sich komplexe neuronale Organisation bei Kopffüßern unabhängig von Wirbeltieren. Intelligenz zweimal. Einmal bei uns und einmal hier. Aber Oktopusse sind Einzelgänger, keine Freunde, keine Familie und trotzdem intelligent. Wie? Um zu verstehen, wie bizarr Oktopusse sind, müssen wir ihr Nervensystem untersuchen. Menschen haben ein zentralisiertes Nervensystem, das Gehirn als Hauptzentrale. Das Rückenmark verteilt Befehle, eine Hierarchie. Oktopusse? Komplett anders. Ein Oktopus hat hunderte Millionen Neuronen, so viele wie ein Hund. Aber etwa 2/3 dieser Neuronen befinden sich außerhalb des Zentralhirns, in den Armen selbst. Jeder Arm enthält lokale Verarbeitungszentren, Ganglien. Sie können eigenständig sensorische Reize verarbeiten. Forscher haben gezeigt, ein abgetrennter Oktopusarm, und ja, sie regenerieren, reagiert weiter auf Reize, erkundet seine Umgebung, zieht sich vor unangenehmen Texturen zurück. Der Arm verarbeitet Informationen ohne jeglichen Input vom Gehirn. Viele Forscher sprechen hier von funktioneller Autonomie. Oktopusse quetschen sich in Spalten, tasten in Löcher, greifen unter Felsen, oft in Räume, wo die Augen nichts sehen können. Die Arme müssen schnelle Entscheidungen treffen. Was ist Beute? Was ist Gefahr? Jede sensorische Information durchs Gehirn zu leiten, würde Verzögerungen bedeuten. Verzögerungen, die tödlich sein können. Das Zentralhirn übernimmt Strategie, Navigation, Gedächtnis. Die Arme übernehmen taktische Operationen. Aber es geht noch tiefer. Jeder Arm ist mit Saugnäpfen bedeckt. Und jeder Saugnapf ist voll mit Chemorezeptoren. Ein Oktopus fühlt Objekte nicht nur, er schmeckt sie gleichzeitig. Jeder Oberflächenkontakt liefert taktile und chemische Informationen. Die Arme probieren ständig die chemische Zusammensetzung ihrer Umgebung. Eine sensorische Karte, die wir nicht nachvollziehen können. Was mich dabei wirklich überrascht hat: Diese Architektur ist nicht chaotisch, sie ist hocheffizient. Was wir hier sehen, beschäftigt Neurowissenschaftler und Evolutionsbiologen seit Jahrzehnten. Wenn du tiefer in diese Forschung einsteigen möchtest, findest du unten wissenschaftlich fundierte Buchempfehlungen. Aber das verteilte Nervensystem ist nicht das einzige. Vielleicht fragst du dich, wie kann ein Tier ohne Freunde, ohne Familie eines der intelligentesten Wirbellosen werden?
Die Antwort liegt in der Evolution. Oktopusse sind Einzelgänger, keine sozialen Strukturen. Aber wie kann ein Tier ohne Freunde, ohne Familie, eines der intelligentesten Wirbellosen werden? Wenn du jemals den Satz gehört hast, Intelligenz erfordert Gesellschaft, würdest du erwarten, dass smarte Tiere sozial sind. Delfine, Elefanten, Krähen, Primaten, sie alle leben in komplexen Gruppen. Aber Oktopusse? Sie sind Einzelgänger. Solojäger, die die meiste Zeit damit verbringen, einander zu meiden, außer zur Paarung. Und dann ist da noch etwas. Weibchen sterben kurz nachdem ihre Eier schlüpfen. Sie ziehen ihre Jungen nicht auf. Also, wie entwickelte sich diese Intelligenz? Die Antwort liegt nicht in sozialer Komplexität, sondern in ökologischer Komplexität. Oktopusse sind weiche Räuber, in Umgebungen voller Beute und Raubtiere. Sie sind Generalistenjäger. Krabben erfordern Schalenknacken, Fische erfordern Geschwindigkeit, Muscheln erfordern Ausdauer. Jede Beute braucht eine andere Strategie. Sie bewohnen strukturell komplexe Lebensräume, Korallenriffe, Felsküsten, Algenwälder. Diese Habitate erfordern räumliches Gedächtnis und dreidimensionale Navigation. Und dann sind da die Raubtiere, Haie, Muränen, Delfine, gegen die ein weicher Körper keinen Schutz bietet. Überleben erfordert Tarnung, Flucht und die Fähigkeit, Bedrohungen schnell einzuschätzen. Mit anderen Worten, ihre Umgebung stellte eine Vielzahl von Problemen. Und wenn die Umgebung komplex genug ist, entsteht Intelligenz als Lösung, auch ohne soziale Strukturen. Nicht, weil sie geplant war, sondern weil sie ein evolutionärer Vorteil war. Über Millionen Jahre begünstigte Selektion diese Art von verteilter, anpassungsfähiger Intelligenz. Laborstudien zeigen, Oktopusse öffnen kindersichere Behälter, navigieren mehrstufige Rätsel. Sie erkennen individuelle Menschen, reagieren positiv auf manche, negativ auf andere, basierend auf früheren Interaktionen. Und hier wird es spannend. Eine Studie zeigte Beobachtungslernen. Naive Oktopusse beobachteten trainierte Individuen beim Lösen eines Problems. Die Beobachter lösten dasselbe Problem deutlich schneller. Oktopusse können relevante Informationen extrahieren durch Beobachtung von Artgenossen. Eine Fähigkeit, die normalerweise sozialen Arten vorbehalten ist. Solche Recherchen entstehen ohne Redaktion im Hintergrund, nur durch Zeit, Quellenarbeit und Schnitt. Wenn du möchtest, dass ich solche Themen weiter vertiefe, findest du unten eine kleine Unterstützungsmöglichkeit. Aber jetzt kommt das Visuellste. Wenn dich diese fremde Intelligenz fasziniert, like jetzt! Oktopusse sind Meister der Tarnung. Aber wie sie es tun, ist bizarrer als du denkst. Chamäleons verändern Farbe durch Umstrukturierung von Nanokristallen. Das dauert mehrere Sekunden und wird hauptsächlich für soziale Signale genutzt. Oktopusse operieren völlig anders, durch muskuläre Kontrolle. Ihre Haut enthält 3 Schichten: Chromatophoren an der Oberfläche, elastische Säcke mit Pigmentgranulat. Jeder Chromatophor ist von 15 bis 25 radialen Muskeln umgeben. Wenn sie kontrahieren, dehnt sich der Sack aus, zeigt die Farbe. Darunter liegen Iridophoren, erzeugen irisierendes Blau und Grün. Noch tiefer Leukophoren, streuen Licht für weiße Töne. Aber Farbe allein reicht nicht. Textur ist genauso wichtig. Unter den Chromatophoren liegt ein Netzwerk von Muskeln, Papillen. Sie können Teile der Haut in dreidimensionale Strukturen heben: Stacheln, Grate, verzweigte Auswüchse. Oktopusse imitieren nicht nur die Farbe, sie imitieren die physische Textur von Korallen, Felsen oder Algen. Und hier wird es kontrovers.
Starke Hinweise deuten darauf hin, dass Oktopusse farbenblind sind. Wie kann ein Tier, das Farbe mit außergewöhnlicher Präzision moduliert, kein Farbsehen besitzen? Die derzeitige wissenschaftliche Annahme: ihre Haut könnte Farbe unabhängig von den Augen wahrnehmen. In der Haut wurden lichtempfindliche Proteine nachgewiesen, Opsine, dieselben Photopigmente wie in ihren Retinas. Das deutet darauf hin, es gibt Hinweise darauf, dass lichtempfindliche Proteine in der Haut auf Umgebungslicht reagieren. Ob das als echtes Sehen zu werten ist, ist weiterhin Gegenstand der Forschung. Sie müssen das Substrat vielleicht nicht visuell beobachten. Ihre Haut könnte es direkt erkennen. Ihre Haut enthält lichtempfindliche Proteine. Aber ob sie wirklich sehen kann, wissen wir nicht. Oktopusse haben uns gezeigt, Intelligenz kann völlig anders aussehen. Verteilt, dezentralisiert, unabhängig von Gesellschaft. Das ist nicht nur eine andere Form von Intelligenz, das ist vielleicht eine andere Form von Bewusstsein. Und vielleicht ist unsere Definition von Intelligenz einfach zu eng. Im Film Jurassic Park sagte die Figur Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, einen Satz, der erstaunlich gut hierher passt. Evolution operiert nicht nach Regeln, die wir leicht artikulieren können. Sie findet Lösungen, die unsere Vorhersagen widerlegen. Das ist ein Filmsatz. Aber biologisch gesehen steckt viel Wahrheit darin. Der Oktopus ist genau so eine Lösung. Nicht geplant, nicht vorhersehbar, aber entstanden. Oktopusse zeigen uns, Leben kann extrem anders sein. Aber es gibt eine Welt auf der Erde, die noch fremder ist als jeder Oktopus. Eine Welt ohne Licht, ohne Farbe, wo die Regeln der Oberfläche nicht gelten. Schau dir jetzt die Tiefsee an.